Wir werden jetzt jeweils beide 2 Namen auf ein Stück Papier schreiben und dann wird heute entschieden, wie Elvis 2.0 in Zukunft heißen wird. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns immer noch in Isolationshaft in Elvis. Wir sind in Quarantäne, weil Anne positiv getestet ist. Und ja, wie ging es uns bisher? Anne geht's eigentlich noch ein bisschen schlechter. Hustet viel, Kopf- und Gliederschmerzen. Schläft viel. Und weil es Anne nicht so gut geht, mir geht's relativ okay eigentlich. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber soweit alles in Ordnung. Weil es Anne nicht so gut ging, mussten wir jetzt auch mal langsam dran denken, für Anne ein Rezept zu holen für die Arbeit. Annes Arbeitgeber ist ja sehr kulant, aber trotzdem wollen wir natürlich da keine Fragezeichen offen lassen und wollten uns ein Rezept holen. Krankenschein. Oh, sorry, einen Krankenschein. Die aktuelle Lage ist eigentlich so, dass man relativ leicht an einen Krankenschein kommen sollte. Dank der deutschen Bürokratie war es dann leider doch nicht so leicht, wie man sich's in einer Pandemie eigentlich wünschen sollte. Vor allem in Anbetracht der Sache, dass wir uns ja in einem Van auf Mallorca befinden und die Ärztin das eigentlich weiß und auch im Bilde ist, was wir machen und wie wir arbeiten und so weiter. Die war aber nicht da. Die Krankenschwester hatte dafür nicht so viel Verständnis. Hat sich dann alles im Wohlgefallen aufgelöst am Ende. Wir waren aber zwischenzeitlich bei einem Arzt, der, ich sag mal, der Impfung nicht so ganz positiv gesonnen ist. Wir sagen ja normalerweise erstmal, okay, wir überlassen jedem seine Meinung. Bei einem Arzt ist das natürlich immer noch ein bisschen kritischer, aber der Arzt war dann im Speziellen dann so persönlich und hat Anne persönlich angegriffen, warum sie sich geimpft hatte. Hat Sachen gesagt wie, wenn bei ihnen jetzt kein Umdenken stattfindet, dann haben sie es auch verdient, unfruchtbar zu werden von der Impfung. Und ich saß einmal nur da, mir ging es echt dreckig. Ich brauchte einfach nur nochmal ein bestätigtes Attest, dass ich Corona habe für meinen deutschen Arzt. Und musste mich dann persönlich da echt beleidigen lassen. Ich habe dann in dem Moment nichts gesagt, weil es mir schlecht ging und weil ich auch darauf angewiesen war. Und wie Fabi schon gesagt hat, ich lasse jedem seine Meinung und ich kenne auch Leute, die nicht geimpft sind und ich mag die genauso gerne wie vorher. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber da solche Sachen dann mir an den Kopf zu werfen, wo es mir offensichtlich nicht gut ging und ich Corona habe und selbst wenn ich eine Grippe hätte oder was weiß ich, sagt man so Sachen einfach nicht. Erst recht nicht als Arzt, der kann seine Meinung haben, aber er hat auch irgendwie eine, ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Er hat zumindest die Pflicht, dich normal zu behandeln und dich nicht wie doof gesagt ein Stück Dreck zu behandeln. Also das ging wirklich gar nicht. Also Meinung schön und gut, aber Meinungsoffenheit muss einfach dann in beide Richtungen funktionieren und das war bei diesem Arzt eben einfach nicht der Fall. Und da hört es dann auch einfach auf und das finde ich richtig asozial. So viel von unserem Tag. Könnt ihr euch vorstellen, gab schon bessere Tage in unserem Vanlife. Aber wir peppeln uns langsam wieder auf und wer weiß, gegen Ende der Woche sind wir vielleicht schon wieder ein bisschen auf dem Dampfer. Wir werden jetzt erstmal einen Tee trinken und eigentlich nicht viel machen. Oder? Ich bin gerade erst aufgewacht. Wir werden bestimmt die Woche noch ein bisschen an unserer Homepage arbeiten. Die wird auch jetzt dann demnächst released, hoffentlich. Da könnt ihr dann auch mal vorbeigucken und ich sage euch nochmal Bescheid, wenn die fertig ist. Also ein bisschen was haben wir schon zu tun, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir ein bisschen... Wir hat viel zu tun. Es wäre natürlich schöner, wenn wir ein bisschen das schöne Wetter nutzen könnten. Aber so ist es halt, wenn man krank ist. Ob Corona oder nicht Corona.
bin nicht so kameratauglich im Moment. Ja, Anne wird auch wieder mehr vor die Kamera kommen, wenn sie sich ein bisschen besser fühlt. Aber jetzt chillen wir erstmal. Lass mal offen. So, jetzt gibt es erstmal einen Ingwertee für uns beiden. Der soll ja bekanntlich helfen. Frische Ingwer, perfekt. Stimmt, Schatz? Ja. Danke. Während Fabi mich gesund pflegt und mich mit frischem Ingwertee versorgt, bin ich jetzt hier gerade ein bisschen am Stöbern am iPad, denn während dieser Quarantänezeit haben wir jetzt auch eine richtig coole App gefunden und uns extrem dafür begeistern können. Und zwar ist das Readly. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Spotify für Magazine und Zeitschriften. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen, die man sich auswählen kann. Ich habe mich jetzt heute dafür entschieden, mich zum Thema Reisen ein bisschen noch zu belesen und habe da jetzt ein sehr cooles Reisemagazin gefunden, wo es aktuell einen Artikel über traumhafte Routen durch Europa mit dem Wohnmobil gibt. Und da ist auch ein Abschnitt zum Thema Andalusien mitverarbeitet. Und da Andalusien von der Richtung unser nächstes Ziel sein wird, ist es extrem cool, dass ich mich da jetzt schon mal ein bisschen belesen kann, ein bisschen stöbern und vor allem meine Langeweile in der Quarantäne etwas, aufheitern kann. Das Coole bei Readly ist, dass ich mit einem Account 5 verschiedene Endgeräte anspielen kann. Das heißt, wenn Anne gerade in ihrem Reisemagazin stöbert, kann ich im National Geographic, Time Magazine oder in der Bild-Zeitung ein bisschen stöbern. Ist wirklich für jeden was dabei. Von Hochzeitsmagazin bis hin zu Garten-Kochmagazine, richtig viele, wo man sich natürlich auch immer wieder coole Inspirationen holen kann. Und also ich finde, das Angebot ist wirklich extrem gut. Was uns in der jetzigen Situation zugutekommt, ist, dass wir die Zeitung nicht physisch kaufen müssen. Die sind online verfügbar und lassen sich für einen Offline-Betrieb später einfach downloaden. Was ganz cool ist, dass beispielsweise die Autobild bis ins Jahre 2014 zurückdatiert ist. Also ihr könnt auch alte Zeitungen einfach nochmal angucken. Falls ihr Readly auch mal ausprobieren wollt, mit unserem Link kriegt ihr die ersten beiden Monate für 1,99 €. Danach kostet das Ganze 9,99 € und ist jederzeit kündbar. Our eyes are closed when we start this loop on repeat.
just how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here with you, and all I need is you. It's so easy to be us. We lock ourselves out from the world, we're lost. It's so easy to be us. We lock ourselves out from the world, we're lost. Don't know what you really feel, but I really like this dream. Don't need to feel anything but you floating in my bloodstream. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. Wir haben uns auch nochmal informiert zu den ganzen Regularien in Spanien, da wir natürlich keine treffenden Gesetze oder Regelungen oder sonst irgendwas missachten wollen. In Spanien ist es so, dass man sich 10 Tage in Isolation begeben muss. Muss. Und das machen wir jetzt ja auch. Und man muss sich aber nicht freitesten, so wie ich das verstanden habe. Nein, also es ist wohl so, ich war ja beim Arzt und habe das ja auch offiziell gemeldet, dass ich an Corona erkrankt bin. Habe das ja auch offiziell bestätigt bekommen. Deswegen habe ich ja auch nur einen Krankenschein von meinem deutschen Arzt beispielsweise bekommen. Also das wurde da auch offiziell alles bestätigt. Und da muss man sich 10 Tage in Quarantäne oder in Isolation begeben, wie auch immer man es nennen möchte. Und man braucht dann auch keinen Test nach diesen 10 Tagen. Wenn man jetzt nach 10 Tagen immer noch Symptome hat, dann verlängert sich die Quarantäne um 3 Tage. Und es ist auch so, dass Fabi beispielsweise gar nicht in Quarantäne müsste. Er ist ja negativ, er hat keine Symptome und er ist geimpft. Dementsprechend ist in Spanien die Regel so, dass man dann nicht in Quarantäne muss. Außer in Katalonien, da wäre es anders, da müsste er in Quarantäne. Wir sind aber auf Mallorca, aber er ist natürlich trotzdem in Quarantäne. Genau. Also wir machen das auch einfach, dass er freiwillig jetzt in Quarantäne ist, damit wir nichts riskieren. Wir werden jetzt gucken, dass wir symptomfrei werden in der Zeit und dann uns einfach nochmal testen. Und dann, damit wir 100%ig sicher gehen, in der Zeit, wie gesagt, in Quarantäne. So, nachdem wir zwei Süßen den ganzen Tag im Bett schlafend verbracht haben und es mittlerweile dunkel draußen ist, mache ich uns jetzt erstmal einen frischen Zitronen-Ingwer-Tee. Und danach gibt's was richtig Leckeres gekocht zu essen. Denn Soul Food, viel Schlafen, frischer Tee, das wirkt sich sehr gut auf unsere Gesundheit aus. Oder was sagst du dazu? Ich glaube, wir haben jetzt 3 Stunden geschlafen. Alter, wie schlecht war der Versuch gerade, mich zu Nudeln zu überreden. Aber wir müssen das Hack wegmachen. Ja, ist wirklich so. Und die Nudeln werden auch ganz schnell schlecht. Warte, ich guck mal. Ich glaube, die haben Ablaufdatum, die Nudeln. Oh, ja, tatsächlich. Wie schlecht, ey. Ich will die mal ganz schnell machen. Wie schlecht. Und dabei schimmeln wahrscheinlich schon alle Kartoffeln und... Wir hatten gestern erst Süßkartoffeln und davor den Tag Kartoffeln. Kartoffel. Naja. Und morgen machen wir Reis. Deal? Gut, morgen machen wir Reis. Morgen machen wir was Asiatisches. Morgen gibt es was Asiatisches. Man muss die Abwechslung haben. Nudeln, Gestern Nudeln, Reis, Nudeln. Reis. Stellt Anni jetzt so da, als ob wir so oft Reis essen würden und Kartoffeln. Das ist halt einfach... Kommt so selten vor. Ich bin jetzt nicht der größte Kartoffelmensch der Welt.
Wir hatten noch den Tag erst Kartoffeln. Aber wir essen halt jeden Tag Nudeln. Nee. Nee, das stimmt wirklich nicht. Finde ich schon. Oh. Schlecht. Um einmal müssen wir es treffen. Oh Mann, muss Ja, gefährlicher als Corona, dein Wurf. Hat Anne hervorragend gekocht. Richtig gutes Soulfood heute. Gibt uns hoffentlich ein bisschen Energie. Guten Abend. Gut. Nudeln geben einem immer Energie. Nudeln geben immer Energie. Na gut. Schönen guten Morgen alle zusammen. Wir waren gestern richtig fertig. Ich habe gestern auch ein bisschen gemerkt, beziehungsweise ich war einfach richtig krass müde. Deswegen haben wir auch gefühlt schon um 8 geschlafen. Und jetzt bis um 9 gepennt. Also, das zieht schon ganz schön an der Energie. Und wir werden erstmal Frühstück machen. Ist relativ frisch heute. Heizung läuft schon. Und deswegen machen wir uns erstmal einen schönen Sonntagmorgen. Gucken erstmal, was die anderen Neuländer so machen. Und ja. Hast du noch was zu sagen? Nein. Wird ein entspannter Sonntag im Bett, so wie die letzten 6 Tage. Ja. Ja. Es wird einfach nur ein Betttag werden, wahrscheinlich. Jetzt gucken wir erstmal Svenny und Basti an. Gucken wir mal Svenny und Basti an, was die so fabrizieren heute. Jeden Tag, wie wir früher loskommen, umso besser. Aber wir müssen noch 2 Dinge machen und daran machen wir uns diese Woche. Willkommen aus der Rumpelkammer Elvis. Hier sieht's aus. So sieht's halt aus, wenn man krank ist und nicht wirklich irgendwas machen kann. Deswegen wird jetzt aufgeräumt. Jetzt wird erstmal Kaffee gemacht, würde ich sagen. Ah ja. So, mal Kaffee machen. Oh, Dankeschön. Ich schneide gerade unser Video und es fällt mir gerade auf, dass es so aussieht, als ob wir da 3 Stunden spazieren gegangen sind. Wir waren 5 Minuten draußen mit Anne, weil es ist einfach, nach ein paar Tagen muss man mal ein bisschen rausgehen und frische Luft schnappen. Es war keine Menschenseele in der Nähe. In der Nähe, anwesend oder irgendwo. Ich hatte so Kopfschmerzen, dass ich einfach wirklich 5 Minuten frische Luft brauchte. Und wir haben wirklich extra darauf geachtet, dass wir sehen können, falls jemand kommt, Ja. ob jemand kommt. Aber es kam weder vorher noch hinterher irgendjemand. Genau, also aktuell muss man ja ein bisschen vorsichtig sein und wir sind auch sehr vorsichtig und haben uns an die ganzen Regularien gehalten. Ich glaube, 5 Minuten frische Luft ist uns dann auch gestattet nach einer echt ätzenden Quarantäne.
So viel dazu. Jetzt kommt das absolute Highlight, worauf wir uns richtig freuen. Wir werden jetzt jeweils beide 2 Namen auf ein Stück Papier schreiben und dann wird heute entschieden, wie Elvis 2.0 in Zukunft heißen wird. Also heute geht's um die Wurst. Ja, das ist wichtig. Ja, Also Name ist sehr, sehr wichtig. Jeder schreibt 2 Namen auf und dann Ja. losen wir aus. Und dann gucken wir mal, ob wir uns auch wirklich dafür entscheiden. Ja, nee, wir müssen uns dafür entscheiden. Na klar. Natürlich. Das machen wir jetzt und dann Es ist Sind wir ein schlauer. Thema erledigt, aber wir haben uns eine Riesenliste gemacht mit all euren tollen Namensvorschlägen. es sind nochmal 1 vielen Million Dank. Namen gewesen. Es ist richtig krass und wir haben uns jetzt über Nacht sind nochmal in uns gegangen und haben geguckt, welcher Name uns doch am meisten anspricht und jetzt wird das Ganze mehr oder weniger fair ausgelost. Das geht's. Los geht's. Schatz. Nicht gucken? Nein, du darfst doch nicht gucken. Okay, ich darf nicht gucken. Okay, dann ich stelle euch mal kurz hier ab. Nicht gucken. Künnes. Puget. Haben wir eine Schüssel? Wie ist denn der? Das weiß ich nicht, was du meinst. Ja, wie hieß der denn? Dein Ernst? So, wo tun wir die jetzt rein? In die Mütze, genau. Wer zieht? Jetzt mische ich nochmal und dann ziehst du. Also zieh was Gutes, bitte. Jetzt wird es nochmal gedreht. Dann wird's nochmal gezogen. Das ist was von dir. Ja, das ist was von mir. Ja, Es ist Pablo. das ist Pablo geworden. Jetzt müssen wir uns noch die anderen angucken. Und noch einmal Paco. Was hast du noch? Paco hast du auch? Ich habe einmal Pablo und einmal Paco. Du auch. Das ist nicht abgesprochen jetzt. Okay. Okay, also man kann es ja auch nochmal. Also, der kleine Paco. Paco wäre auch cool gewesen, der kleine. Das ist nämlich der kleine Franzose. Vielleicht sollte man lieber Paco nehmen. Und das Witzige ist, wir hatten eine ähnliche Situation damals schon in Neuseeland, weil da haben wir auch beide Helga aufgeschrieben. Sonst lass uns einen Doppelnamen machen und dann nehmen wir, wie wir Bock haben. Nee, wir wählen uns jetzt zwischen einem aus. Wenn wir jetzt sagen, Paco gefällt uns besser, dann nehmen wir Paco. Paco passt halt irgendwie besser, finde ich. Also Weil's der von der, kleine von der Franzose Bedeutung halt, ja, weil der kleine Franzose so ironisch. Finde ich ja ganz cool. Aber Pablo finde ich eigentlich vom Wortlaut schöner. Das müssen wir uns entscheiden. Nee, was sagst du? Was hättest du denn lieber genommen? Schwierig. Ja, Paco ist von der Bedeutung cooler. Pablo ist vom Wortlaut cooler, ja. Ja, gell? Ja. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Oder ist es Aber nicht eigentlich, wir haben Pablo gezogen. so? Lass uns Pablo machen. Also es ist Pablo. Sonst ist es auch ein bisschen witzig. Wir hatten uns eigentlich schon festgelegt. Auf Pablo. Es ist Pablo geworden. Aber wie gesagt, vielen Dank für die sehr vielen Vorschläge. Pablo kam ja auch sehr oft vor. Paco auch. Paco kam auch sehr oft vor. Und die anderen Vorschläge waren auch, bis auf ein paar Ausnahmen, auch ganz gut. Wir wollten ja eigentlich auf einen weiblichen Namen gehen, aber Das wäre nichts geworden, nee. der hat uns nichts überzeugt tatsächlich. Nee. Cool. Also auf geht's. Das war's von uns für heute. Wir gucken, dass wir wieder voll auf dem Dampfer sind in der nächsten Folge. Und dann geht's für uns wahrscheinlich mal weiter, weil wir haben ja kaum Kilometer gemacht die letzten Tage. Ja. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und
Bis dahin, mach jetzt gut. You had me at a la 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 la